Warum sind die Rentner trotz kommender Rentenerhöhung Verlierer? Was wird von den Politikern gerne verschwiegen? Und was ist mit der Steuer? Wie sieht die Realität wirklich aus? Und wer hat die Rentner vergessen? Antwort gibt es in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Diplom-Finanzökonom und Autorin mehrerer Steuerratgeber, unter anderem des brandneuen Ratgebers Steuern sparen für Rentner. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Ich informiere auf meinem Kanal über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Deshalb lohnt sich ein Abo durchaus. Ja, das Thema Rente ist ein viel diskutiertes Thema. Trotz jahrzehntelanger Arbeit kommen viele Rentner gerade so über die Runden. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und steigende Verbraucherpreise sind eine enorme Belastung für den Geldbeutel, allerdings nicht nur für die Rentner. Die beschlossene und bestätigte Rentenerhöhung zum 1.7.2022 schlägt alle Erwartungen. Mit 5,35% ist das seit 1983 im Westen und mit 6,12% im Osten seit 1994 der stärkste Anstieg der Renten, verkündete Bundesarbeitsminister Hubertus Heil heißt er ja, am 13.04.2022. Das ist auch eine gute Entwicklung das ist durch eine gute Entwicklung des Arbeitsmarktes möglich und das wird natürlich als sehr gute Nachricht verkauft und scheint es auf den ersten Blick auch so zu sein. Ich komme gleich dann nochmal darauf zurück, denn das Rentenplus bleibt leider nicht im Portemonnaie. Weiter sind Verbesserungen für die Erwerbsminderungsrenten geplant und zwar zum 1.7.2024, also erst in 2 Jahren. Das betrifft etwa 3 Millionen Menschen. Diese gehen jetzt erstmal leer aus. Die etwa 1 Million Rentner, die Grundsicherung bekommen, werden von der Rentenanpassung auch nicht viel haben. Vielleicht gibt es Rentner, die durch die Rentenerhöhung aus der Grundsicherung Teil der Sozialhilfe herauskommen. Die Rente wird dann aber immer noch sehr niedrig sein. Dass nicht alle Rentner von der Rentenanpassung zum 1.7.2022 profitieren, wird natürlich gerne verschwiegen. Da die Grundsicherung eine Sozialleistung ist, wird sie ja durch die Rentenerhöhungen erst allmählich abgebaut. 2021 gab es im Westen keine Rentenerhöhung und im Osten nur 0,72%. Das ist ja allgemein bekannt. Aber die steigende Inflation ist aber jetzt schon seit Monaten, also lange vor der Rentenanpassung, spürbar höher. Das kommt einem enormen Kaufkraftverlust gleich. Im Klartext bedeutet das, dass man sich weniger leisten kann. Anpassung um 5,35% bzw. 6,12% hört sich ja erstmal gut an. Aber es handelt sich ja um eine Bruttorente. Höhere Bruttorente bedeutet auch höhere Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Und durch die Rentenerhöhung werden außerdem zahlreiche Rentner erstmals steuerpflichtig. Durch die Steuerpflicht bleibt natürlich auch weniger netto. Menschen mit kleineren Renten werden trotz Rentenerhöhung aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise in Not geraten. Hier zeigt es sich wieder mal, dass der Staat mit der einen Hand gibt und mit der anderen Hand nimmt. Aber man kann sich ja als die Guten positionieren, die was für ihre Rentner tun. Ne? Ja. Da die Rentner nicht zur Mitte der Gesellschaft gehören, wurden sie ja auch nicht bei der Energiepreispauschale bedacht. Könnt ihr euch an die Worte der Regierung erinnern? Ich zitiere mal: Wir werden die Mitte unserer Gesellschaft schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlasten, so die Regierung. Nichterwerbstätige gehören nicht der Mitte der Gesellschaft an, laut Regierung. Dazu zählen Menschen, die das Arbeitsleben noch vor sich haben, also die künftig die fetten Staatsschulden abzahlen müssen. Und nicht zur Mitte zählen Rentner, die dieses Land ja mit aufgebaut haben und ihm zum Wohlstand verholfen haben. Auch die fleißigen Minijobber gehören nicht zur Mitte der Gesellschaft.
Steuern zahlen dürfen aber auch alle Rentner. Die Entscheidung der Koalition, die Rentner von der geplanten Entlastung auszuschließen, gerät immer mehr unter Kritik. Also mit Fokussierung auf Menschen hat das nichts zu tun. Der Sozialverband VDK fordert den Zuschuss, also diese 300 € Energiepreispauschale. Das Bundessozialministerium verweist auf andere Hilfen und die kräftige Anpassung der Renten. Auch hier wird natürlich verschwiegen, dass etwa zwischen 3 bis 4 Millionen Rentner nicht von der Rentenanpassung profitieren. Wegen der generell weiter steigenden Kosten erhöhen auch die Supermärkte ihre Preise. Das Rentenplus wird von der Inflation, der Steuer und von steigenden Verbraucherpreisen aufgefressen. Im März 2022 stieg die Inflation auf den höchsten Wert seit mehr als 40 Jahren auf 7,3%. Die Inflationsrate ist also jetzt schon höher, als die Rentenanpassung sein wird. Wer außerdem einen Indexmietvertrag hat, ist noch schlimmer dran. Die neue Bundesregierung ist ja auf dem besten Weg, die Verarmung der Menschen voranzutreiben. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Trotz stattlicher Rentenerhöhung zum 1.7.2022 gehen zwischen 3 bis 4 Millionen Rentner leer aus, weil sie Grundsicherung bekommen oder eine Erwerbsminderungsrente beziehen. Das verschweigen die Politiker natürlich. Die Inflationsrate beträgt aktuell 7,3% und ist jetzt schon höher als die kommende Rentenanpassung. So hoch war sie zuletzt im Jahr 1981, also vor über 40 Jahren. Rentner gehören laut Regierung nicht zur Mitte der Gesellschaft und sind deshalb von der Energiepreispauschale ausgeschlossen. Durch die Rentenanpassung werden mehr Rentner steuerpflichtig. Ein Zuschauer drückte es netterweise so aus: Ja, die Renten werden nicht erhöht, die Differenz zwischen Inflation wird lediglich etwas verringert. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt.